Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich bin der Patrick. Ich bin der Salvo. Und heute machen wir mal ein anderes Video, nämlich stellen wir euch die 4 fundamentalen Regeln vor beim Hantieren mit Waffen. Die 4 fundamentalen Regeln gewährleisten einen sicheren Umgang mit Feuerwaffen. Weil man darf es nicht vergessen, egal jetzt als Sportschütze, als Hobbyschütze, wenn man jetzt auf Papierscheiben schiessen tut, natürlich aber auch die beruflich mit Feuerwaffen hantieren. Eine Feuerwaffe ist ein Werkzeug, das tödlich ist. Wenn man damit nicht richtig umgeht, können Unfälle passieren mit sehr schweren Folgen. Und darum kann man eigentlich sagen, es sind eigentlich eher die 4 Gebote. Also da musst du einfach beachten, damit halt einfach nichts passieren tut, wenn du mit einer Waffe hantieren tust. Die erste Regel lautet, jede Waffe ist immer als geladen zu betrachten. Wie es der Satz eigentlich schon sagt, eben jede Waffe ist immer und zu jeder Zeit als geladen zu betrachten. Auch wenn du weißt, dass sie nichts drin hat oder was auch immer so behandeln, als ob die Waffe geladen würde. Die Regel ist eigentlich so ein bisschen da, um den Respekt nicht zu verlieren vor der Waffe oder vor dem Sportgerät, wie auch immer. Weil ja, es ist halt eben immer noch eine Waffe, die sehr gefährlich kann werden. Die zweite Regel lautet, richte die Waffe nie auf etwas, was du nicht treffen willst. Das ist auch, ja gut, sind alle wichtige Regeln, aber da ist auch eigentlich ganz klar, geht auch ein bisschen Hand zu Hand zu den ersten Regeln an. Wir behandeln es immer, als wäre sie geladen. Ich meine, auch wenn du davon ausgehst, sie ist leer oder ich weiß nicht was, und ich meine auch eine geladene Waffe kann eine Fehlfunktion haben und sie kann schiessen, ohne dass man den Abzug drücken tut. Oder? Darum ist es eigentlich umso wichtiger, dass man sich immer bewusst ist, wo schaut meine Mündung vom Lauf an und dass sie nur dort anschauen, wo sie kann, wo halt, wenn etwas ist, nichts passiert. Oder? Also nicht, da geht es nicht nur darum, dass man irgendwie nicht nur, sagen wir es blöd gesagt, mit einer Waffe auf andere Leute zielen tut, aber auch selber, wenn man mit umhantieren tut, oder dass man sich nicht auf das eigene Bein, auf den eigenen Fuß richtet oder ich weiß nicht was, oder damit man halt eben einfach sicher ist, dass wenn etwas passieren würde, dass der Schuss irgendwo dort hingehen, wo halt einfach ja, niemandem zu Schaden kommt. Die dritte Regel lautet, halte den Zeigefinger immer vom Abzug fern, bis du bereit bist zum Schiessen. Das ist eigentlich auch wieder ähnlich wie die vorhergehenden Regeln. Halt, ja, zur Sicherheit geht eigentlich damit her, dass, blöd gesagt, wenn jetzt der Abzug auf dem Finger hättest und verschreckst zum Beispiel, würde ein Schuss abgehen, was auch immer. Das ist eigentlich eher so ein bisschen Fehlfunktion, also Fehlfunktion in Anführungszeichen vom Mensch. Wenn du eben den Finger auf dem Abzug hättest und kurz jemand rempelt dich an oder was auch immer, oder eben verschreckst oder was auch immer, kann bei den heutigen Abzügen oder bei den Abzügen, die zum Teil extrem fies sind, geht so schnell ein Schuss ab. Darum ist da wirklich auch eine Regel halt wie alle anderen, die extrem wichtig ist. Die 4. und die letzte Regel lautet, bist von deinem Ziel sicher und seinem Vorder- und Hintergrund bewusst, bevor du schiessest. Auch die, wie halt alle anderen auch, sind sehr wichtige Regeln. Da geht es halt einfach eigentlich wirklich darum, dass man während dem Schiessen eigentlich nicht in den Tunnelblick kommt, oder? Dass man sich eigentlich seiner Umgebung, alles was um einen herum passiert, einfach eben bewusst ist, oder? Also sprich, auch in einem Schiesskeller einfach als Beispiel so, hey, wenn ich jetzt da auf die Zielscheibe schiesse, was ist dahinter? Schiesse ich noch in den Kugelfang rein, oder wenn ich jetzt in dieser Position schiesse und schiesse in die Wand rein, was ich nicht machen sollte, oder? Aber eben auch, was passiert vorne dran?
Ich meine, ich bin am Zielen. Ich meine, wo hat es noch andere Leute in dem Raum? Wo befinden sich die? Oder? Nicht, dass man einen aus Versehen auch ungewollt vielleicht in die Schusslinie laufen tut. Oder? Darum eben nicht nur einfach zielen, Tunnelblick schiessen, eigentlich wirklich eben bewusst sein, hey, ist vor mir etwas? Kann ich überhaupt schiessen? Nicht, dass ich irgendetwas anderes treffe und ist im Hintergrund ist auch alles okay, oder? Nicht, dass auch falls man das Ziel, wo man darauf zielen tut, nicht treffen tut, oder? Ich meine, falls sie verschillen tun, geht dann gleich immer noch der Schuss irgendwo dort hin, wo er darf oder nicht, oder? Und das ist halt schlussendlich auch relativ wichtig. Das wären die 4 Grundregeln für den Umgang mit Waffen. Wenn man sich an die Regeln hält, sollten eigentlich alle Schiessunfälle vermieden werden. Und egal ob Sportschütz, Hobbyschütz oder Jäger oder Berufsschütz, was auch immer, sobald man eigentlich mit Waffen hantiert, sollte man sich an die Regeln halten. Das Gute an diesen 4 Regeln oder Gebot ist, dass sie eigentlich auch Hand in Hand gehen. Wenn jetzt mal, sagen wir es mal aus unerklärlichen Gründen, man vielleicht eine davon vergisst oder missachten tut, hat man immer noch die anderen 3, die einem als Backup dienen, damit nichts passieren tut. Oder? Aber, wie es der Patrick gesagt hat, es ist eigentlich wirklich wichtig, dass man einfach immer, sobald man eine Feuerwaffe in der Hand hat, sollte man diese 4 Regeln beachten. Wir würden eigentlich sagen, dass man sogar noch bei gewissen Punkten ein Spürchen weiter gehen sollte. Und zwar einerseits beim Punkt 3, wo es heisst, eben Finger vom Abzug fern. Dort ist es eigentlich sogar zu empfehlen, sofern die Waffe, die man in der Hand hat, dass die Möglichkeit hat, dass man eigentlich die Waffe immer gesichert hat und sie erst entsichern tut, kurz bevor man schiessen tut. Und dann hat man einfach nochmal eine Sicherheitsstufe mehr, so à la, hey, falls ich mit der Waffe am Hantieren bin und eine von diesen Regeln oder vielleicht auch sogar mehrere missachten tun, aus weiss welchen Gründen. Die Waffe ist gesichert, die Sicherung ist da, wo man dann zusätzlich noch halt schützen tut vor Schiessunfällen. Und sicher halt auch bei der ersten Regel, eben alle Waffen sind als geladen zu betrachten. Dort ist vielleicht auch noch ein bisschen die Empfehlung da, dass man einfach, ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel im Schiesskeller ist oder ich weiß nicht was, oder auch daheim bist und eine Waffe aus dem Tresor rausnimmst, was auch immer, du nimmst die Waffe das erste Mal in die Hand, dann macht man doch einfach mal eine PSK, also eine persönliche Sicherheitskontrolle. Sprich, Magazin raus schauen, Magazin leer, Verschluss, Schlitten, was auch immer, hinterziehen, schauen, in die Kamera, ist es wirklich leer. Auch wenn man davon ausgeht, ja, ich habe sie ja leer rein da, sie sollte leer sein. Einfach nicht annehmen, einfach sicherstellen oder einfach nochmal nachkontrollieren, dann ist man einfach auf Nummer sicher. Was ist denn eigentlich eure Meinung dazu, zu diesen Sicherheitsregeln? Beziehungsweise eben, habt ihr vielleicht auch noch eigene Regeln, wo ihr euch eigentlich auch immer daran haltet? Schreibt es doch uns in die Kommentare. Wir würden uns interessieren, wenn eure Meinung so ein bisschen dazu ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!